Der verkaufte Traum, meditative Abendentspannung und ein Märchen aus Japan. Mach es dir in deinem Bett bequem. Rückel und rekel dich nochmal zurecht. Und nimm ein paar ganz tiefe und wohlige Atemzüge. Wenn nicht schon getan, dann schließe jetzt ganz sanft deine Augen. Spür nach. Spüre die Unterlage unter dir, dein Bett, das Kissen, die Decke. Spüre deinen Atem, wie er ganz natürlich ein- und ausströmt. Dein Brustkorb hebt und senkt sich wie in zarten Wellen mit jedem Atemzug. Heute Abend gibt es nichts mehr zu tun. Kein Müssen, kein Sollen. Du darfst einfach nur sein. Gemütlich, entspannt, entspannt und gemütlich. Lade alle Gedanken, die vielleicht noch draußen unterwegs sind, ein, dazu zu kommen, einzukehren. Vielleicht möchtest du nun am Ende dieses einzigartigen Tages in deinem Leben den Tag nochmal vor deinem inneren Auge vorbeiziehen lassen. Gleich, wenn ich es sage, schau mal, welche Bilder sich dir zeigen. Was hast du heute erlebt? Was hat diesen Tag heute ausgemacht? Ab jetzt 1 Minute für deinen Film des Tages, in dem du die Hauptrolle spielst. Nun sammel doch nochmal mindestens 3 Dinge zusammen, für die du heute dankbar bist.
Es können Kleinigkeiten sein, ein gutes Essen, Sonne auf der Haut, eine nette Begegnung. Wofür bist du heute besonders dankbar? Dann nimm nochmal einen etwas tieferen Atemzug ein und lass mit dem Ausatmen los. Den Tag, alle Gedanken, alle vielleicht noch vorhandene Anspannung. Lass los. Vielleicht spürst du schon, wie dein Körper immer schwerer wird, wie du immer entspannter, ganz angenehm, ganz weich in die Kissen sinkst. Wie deine Muskeln loslassen. Deine Gesichtszüge ganz weich. Dein Körper angenehm schwer. Du weißt, du darfst jederzeit einfach einschlafen. Und wie nebenbei nehme ich dich mit auf eine kleine Reise in ein fernes Land. Und du darfst beobachten und belauschen, was dort so vor sich geht. Der junge Yukichi und Musuke waren gute Freunde. Yukichi war ein fröhlicher, beinahe leichtsinniger Bursche. Musuke dagegen ernst und überaus vorsichtig. Doch, obwohl sie in ihrem Wesen so unterschiedlich waren, hatten sie dennoch eine große Gemeinsamkeit. Sie waren beide Kaufleute. Und wie das bei derartigen Menschen nun einmal so ist, im geschäftlichen Bereich verstanden sie sich gut. So waren sie auch diesmal gemeinsam unterwegs. Sie hatten einen heißen Tag hinter sich und waren froh, als sie einen Wald erreichten und im Schatten einer Pinie rasten konnten. Es dauerte nicht lange, da war Yukichi fest eingeschlafen. Musuke betrachtete ihn
und sagte zufrieden zu sich selbst: Er schlummert hier draußen so ruhig wie zu Hause. Ich wäre dazu nicht imstande. Ich hätte Angst, es könnte mich jemand bestehlen. Und dabei wäre es nicht verkehrt, ein Nickerchen zu machen. Aber was hilft's? Ich kann nun mal nicht im Freien schlafen. Wie Musuke so seine Betrachtungen anstellte, sah er auf einmal eine Wespe fliegen, die 3-mal um Yukichis Kopf herumkreiste und dann weiterflog. Verwundert schaute er ihr nach. Sie flog zu einer einsam stehenden Kiefer auf einem hohen Felsen und umkreiste auch den Baum dort 3-mal. So etwas Seltsames war Musuke noch nie begegnet. In diesem Augenblick erwachte Yukichi, setzte sich lachend auf und sprach: Ich hatte einen wunderlichen Traum, den muss ich dir erzählen. Stell dir vor, auf einem hohen Felsen stand eine Kiefer, genau wie jene dort. Und um ihren Stamm kreiste eine Wespe und summte: An dieser Stelle musst du graben. Ich begann dann auch zu graben und fand einen großen Krug voller Goldstücke. So viel Geld habe ich mein Lebtag noch nicht beisammen gesehen. Es sei denn im Traum. Das war wirklich ein seltsamer Traum, antwortete Musuke. An deiner Stelle würde ich einmal unter der Kiefer nachsehen. Aber ich bitte dich, ich werde mich doch nicht bei einer solchen Hitze eines albernen Traums wegen abplagen. Wir wollen lieber weitergehen, damit wir rechtzeitig in der Stadt sind. Doch Musuke wollte davon nichts hören. So ein Traum hat bestimmt etwas zu bedeuten. Und wenn du nicht willst, könnte ich es vielleicht versuchen. Weißt du was? Verkaufe mir den Traum. Yukichi lachte. Das ist kein schlechter Gedanke. Einen Traum habe ich noch nie verkauft. Wie viel gibst du mir dafür? Du hast gesagt, es sei ein großer Haufen Goldstücke gewesen. Ich bin dein Freund und will dich nicht übers Ohr hauen. Sag selbst, wie hoch schätzt du deinen Traum ein? Und Musuke verkaufte den Traum für 300 Silberstücke. Ein solches Geschäft habe ich noch nie gemacht. So viel Geld für einen gewöhnlichen Traum. Yukichi lachte. Doch nun müssen wir uns beeilen, sonst kommen wir zu spät auf den Markt. Die beiden Freunde hatten sich im Gehen laut unterhalten.
Sie konnten nicht wissen, dass der geizige Katzschimem ihr Gespräch belauscht hatte. Er war ebenfalls auf dem Weg in die Stadt. Und nun lachte er schadenfroh. Ein Glück, dass Sie so laut geredet haben. Nun weiß ich, wo der Schatz begraben liegt und bekomme ihn ganz umsonst. Katzschimem ließ den Markt sein und kletterte auf den Felsen. Dort grub er zwischen den Wurzeln der Kiefer, bis er auf etwas Hartes stieß. Und er brachte einen großen, bauchigen Krug voller Goldstücke zutage. Er zerschlug den Krug und packte das Gold, das darin lag, in einen Beutel, den er stets bei sich trug. In der Stadt kaufte er dafür ein Wirtshaus und wurde ein reicher Mann. Doch der Schatz brachte ihm kein Glück. Mit der Zeit kam er nicht nur um das gefundene Gold, sondern auch um alles, was er vorher besessen hatte, und musste schließlich betteln gehen. Doch zurück zu unseren beiden Freunden. Als Musuke seine Geschäfte in der Stadt erledigt hatte, trennte er sich von Yukichi und kehrte zu der Stelle zurück, wo er den Traum gekauft hatte. Wie groß war seine Enttäuschung, als er die Wurzeln der Kiefer freigelegt fand und die Scherben des Tonkruges bemerkte. Jemand ist mir zuvorgekommen und hat den Schatz gehoben, sagte er unglücklich und besah sich die Scherben. Plötzlich stutzte er. Auf einer der Scherben fand er eine Inschrift und entzifferte: der erste von 7. Und er dachte bei sich: Wenn hier steht, der erste von 7, so müssen noch 6 weitere Krüge in der Erde sein. Und so begann er hoffnungsvoll zu graben. Tatsächlich fand er nacheinander 6 große Tonkrüge, jeder bis an den Rand mit Goldstücken gefüllt. Musuke baute sich von dem Geld in der Stadt ein großes Gasthaus und nannte es zu den bauchigen Krügen. Hier lebte er nun in Reichtum und Zufriedenheit. Oft kam auch Yukichi zu Besuch und dann grüßte er den Freund. Na, wie geht es, Musuke? Ich will nur mal nachsehen, was mein Traum macht. Die beiden schlugen sich lachend auf die Schenkel. Und Yukichi bekam jedes Mal den allerbauchigsten Krug mit dem allervorzüglichsten Reiswein vorgesetzt. Und wenn sie nicht gestorben sind,
so leben sie auch heute noch. Und dir wünsche ich eine gute Nacht, einen tiefen und erholsamen Schlaf und schöne Träume.